Hallo zusammen, liebe Freunde. Heute möchte ich Ihnen eine sehr interessante und zugleich berührende Geschichte erzählen. Schauen Sie sich das Video bis zum Ende an und schreiben Sie Ihre Eindrücke, Schlussfolgerungen und Kommentare unter das Video. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit mit dem Video. Manchmal führt das Schicksal zwei Menschen auf so überraschende Weise zusammen, dass manche Geschichten kaum zu glauben sind. Niemand weiß jemals, wie sich die Lebenswege zweier einsamer Menschen rein zufällig oder auf irgendeine Weise kreuzen können. Wenn es um die Kontrolle über das Schicksal geht, fallen alle Steine in einem einzigen Moment zusammen. Gemeinsame Mosaike, und es gibt nichts in der Macht von irgendjemandem, es zu ändern. Genauso kann man beschreiben, was ein Mädchen namens Amy Abrahamson erlebt hat. Das Mädchen wurde in einer relativ wohlhabenden Familie geboren. Sie verbrachte ihre gesamte Kindheit in ihrem Heimatland Schweden und zog unmittelbar nach ihrem Schulabschluss nach London, wo sie ihren Universitätsabschluss machte. Das Leben verlief absolut reibungslos und idealerweise eine Universitätsausbildung. Später arbeitete sie als Schauspielerin in Amsterdam und wurde mit 29 Jahren Regisseurin. Und als künstlerische Leiterin des gesamten Wiener Theaters am ersten Blick war alles in ihrem Leben bis ins kleinste Detail geplant. Bis auf ein Mädchen lebten alle allein. Zu einer Zeit, als alle ihre Freunde schon lange verheiratet waren und sogar Kinder hatten, verbrachte Amy lange Winterabende allein. Über das mangelnde Interesse des anderen Geschlechts konnte sie sich überhaupt nicht beschweren, aber irgendwie war es nicht das Richtige. Es war das Jahr 2005 und Amy war bereits 29 Jahre alt und sollte in einer Woche ihren Geburtstag feiern, aber Gott weiß, warum sie keine Freude daran hatte, sich eine Pause zu gönnen und die düsteren Gedanken zu vertreiben. Sie beschloss, einen kleinen Urlaub zu machen und nach Amsterdam zu fahren. Nach einem anstrengenden Tag saß das Mädchen auf einer Bank und wartete auf ihre Freundin, mit der sie den Rest des Abends verbringen sollte. Sie beobachtete die Passanten und verliebten Paare in der AV-Ecke, ihre Seele beneidete sie, sie langweilte sich und vermisste einen nahestehenden Menschen, mit dem sie alle Freuden und Sorgen der AV-Ecke teilen konnte. Eine Zeit lang fing sie sogar an, sich etwas zu wünschen, denn sie hatte bald Geburtstag. Wer weiß, vielleicht wird es wahr. Es war ein wunderschöner Moment, der einem Obdachlosen plötzlich verdorben wurde, als sie den herannahenden Obdachlosen beobachtete. Normalerweise versuchte Amy, sich möglichst weit von ihnen zu entfernen, wenn sie solche Leute sah. Die Kinder hatten schreckliche Angst vor den Obdachlosen, der Obdachlose kam mit jedem Schritt näher an das Mädchen heran und Amy schien an der Holzbank zu erstarren. Der Obdachlose war ein kleiner Junge, obwohl sein Gesicht größtenteils von einem Bart bedeckt war. Man konnte sehen, wie dreckig er am ganzen Körper war und er roch so schlimm, dass man den Gestank mehrere Meter weit wahrnehmen konnte. Er kam näher und fragte, wie spät es sei. Obwohl gegenüber der Bank eine große Uhr hing, sah ihn das Mädchen verständnislos an und antwortete ihm sofort, dass es 6:30 sei. Wie erinnert sich Amy jetzt? Es war etwas Unerklärliches. Ich habe solche Menschen noch nie getroffen und mich immer von ihnen ferngehalten, aber ich kann diesen Tag immer noch nicht erklären. Am meisten überraschte jedoch das Selbstbewusstsein des jungen Mannes, da zwischen ihnen eine so große soziale Kluft herrschte, und dennoch ließ er sich nicht aus der Fassung bringen und setzte das Gespräch fort, da Amy auf ihre Freundin wartete und genug hatte Zeit, nicht auf die unbekannte Person zu warten. Und sie beschloss, den Dialog fortzusetzen. Allmählich unterhielten sich die beiden und das Mädchen spürte, dass das Gespräch locker und entspannt verlief, sie spürte vollkommenes Verständnis seinerseits und sie war noch mehr von seinen wunderschönen braunen Augen fasziniert, die sie wie ein Magnet anzogen. Überraschenderweise fühlte sie sich sehr wohl. Ein Obdachloser konnte seinen Blick nicht von dem schönen Mädchen lassen. Das Gespräch dauerte nicht länger als 10 Minuten, als Emmas Freundin eintraf. Die ganze Zeit über waren die Leute eher überrascht, sich auf dieses Paar einzustellen als auf das Alter, so heißt der junge Mann. Er ging aus Spaß und schlug vor, sich 5 Tage später am selben Ort zu treffen. Nach dem Gebäude überraschte und verblüffte das Selbstvertrauen des Mädchens gleichzeitig. Natürlich hatte sie nicht die Absicht, am vereinbarten Tag der Obdachlosen zu kommen, höchstwahrscheinlich wird sie die Einladung vergessen, aber mit dem Beginn eines neuen Woche konnte das Mädchen die Gedanken an Vika immer noch nicht aus dem Kopf bekommen, dachte sie und versicherte sich, dass sie nichts zu verlieren hatte. Sie haben noch einen ganzen Tag Zeit, um nach Hause zu gehen. Sie beschloss, einen langsamen Spaziergang in der Nähe der Bank zu machen, damit sie aus der Ferne beobachten konnte, ob der Obdachlose kommen würde.
Zu ihrer Überraschung saß der junge Mann bereits auf der Bank und wartete auf die Emmys. Ihr nächstes Treffen war einfach großartig, sie redeten viel über das Leben und lernten sich besser kennen. Jetzt erinnert sich Edgme mit einem Lächeln daran, dass der Obdachlose sich auf das Treffen vorbereitet hatte und sogar leicht bekleidet kam, seine Hände und Nägel jedoch furchtbar schmutzig waren. Er kam auf einem kleinen, fast kindlichen Fahrrad an und hielt einen Koffer in seinen Händen, von dem ich dachte, dass er nur Nahen haben könnte. Später erfuhr ich, dass sich in diesem Koffer ein Schlafsack und eine Dose Bier befanden. Am selben Abend erzählte mir ein Obdachloser, dass er einmal durch Europa gereist sei, ihm aber bald das Geld ausgegangen sei. Und alles endete völlig anders, als er es sich ursprünglich vorgestellt hatte. Der junge Mann stammt aus den USA und hat keine Eltern, die ihn unterstützen. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit verschiedenen schlecht bezahlten Jobs und gab sein ganzes Geld für Alkohol aus, was er selbst als seine Schwäche bezeichnete. Deshalb landete auch er auf der Straße. Er lebt seit mehr als einem Jahr im Park. Vic war sich durchaus bewusst, dass er ein obdachloser Alkoholiker war, aber als er die Ems sah, brach etwas in ihm zusammen. Von diesem Tag an trank er keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr, beide unterhielten sich bis in die späten Abendstunden. Vic hatte einen außergewöhnlichen Sinn für Humor und das Mädchen fühlte sich neben ihm vollkommen wohl. Gegen Ende des Abends erzählte sie ihm und mir, dass sie übermorgen nach Wien zurückkehren würde, ohne zu wissen, ob sie sich jemals wiedersehen würden. Aus Höflichkeit gab das Mädchen Vika ihre Telefonnummer und ging nach Hause. In Wien dachte Emi ständig an ihn, als sie alles als eine Art Spa-Romanze auffasste, schließlich liegen Wien und Amsterdam so weit voneinander entfernt, dass an dem Tag, als Emi ihren 30. Geburtstag feierte, das Telefon bei ihr zu Hause klingelte. Das Mädchen nahm es widerstrebend in die Hand und erwartete weitere Glückwünsche, doch stattdessen hörte sie Witkows vertraute Stimme. Ihr Herz flatterte und Vicky sagte nur: „Hallo, ich weiß, es ist dein Geburtstag, also wollte ich dir persönlich etwas wünschen." Das Mädchen dachte zu ihrer großen Überraschung, dass sie nur Glückwünsche hören würde, aber Vic sagte, dass er sie gerne besuchen würde. In diesem Moment verstand sie, dass du wirklich angekommen warst. Auf die Frage, wie er das geschafft habe, antwortete Vic, dass er mit dem Zug angereist sei. Er sagte, er hätte 2 Tage früher ankommen wollen, aber die Polizei habe ihn verhaftet, weil er ein Huhn aus einem Geschäft gestohlen habe. Das Mädchen wird sich für den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnern. Schließlich sind Amy und Vic seitdem ohne eine einzige Trennung zusammen. Der Mann zog bei dem Mädchen ein und begann einen Tag nach einem Treffen mit der Arbeitssuche. Bei Amy trank Vic keinen Alkohol und einen Monat später war er einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Der gut aussehende Mann war überhaupt nicht wie ein Obdachloser aus dem Park, nachdem er viele bürokratische Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden hatte. Amy und Vic wurden 2 Jahre später Ehemann und Ehefrau Vics. Zunächst arbeitete er als Elektriker und ernährte sich und seine Mutter, und nach 6 Jahren bekamen sie Zwillinge. Der Mann nahm den Familienzuwachs als Herausforderung an, von da an musste er noch mehr arbeiten, schließlich musste er die ganze Familie ernähren. Er eröffnete ein kleines Reparaturgeschäft. Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Beide sind glücklich in ihrer Ehe. Kinder wissen, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben, auch wenn sie noch nicht alle Details verstehen. Sie finden es einfach lächerlich, dass ihr Vater früher auf einer Parkbank lebte. Später schrieb Amy ein Buch darüber, wie man sich in einen Mann verliebt, der im Busch lebt. Schließlich fand sie ihr Glück buchstäblich im Busch. Die beiden traten gemeinsam in einer britischen Fernsehsendung auf, wo sie über das Buch I.O. und die Geschichte ihrer Beziehung sprachen. Amy fügt hinzu, dass ich es in all den Jahren nie bereut habe, ein Date gehabt zu haben. Wir hatten nicht einmal einen Streit und das ist die Art von Mann, von der ich mein ganzes Leben lang geträumt habe. Jeder von uns hat seine eigene Liebesgeschichte. Uns verbindet ein unsichtbarer roter Faden. Und Kinder sind der beste Beweis dafür. Freunde, das ist alles für heute. Sagen Sie uns, was Sie von diesem ungewöhnlichen Paar halten und vergessen Sie nicht, auch das Video zu bewerten. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken, damit Sie keine Geschichte verpassen. Bis bald.